Hallo, liebe Spacerinnen und Spacer. Hier ist der Carsten mit einem weiteren Mod-Video, wie Ralf letzte Woche in seinem Video schon angekündigt hat. Ja, und da der liebe Ralf auch so ein bisschen gespoilert hat, um was es eigentlich geht, muss ich mich daran ja auch so ein bisschen halten, weil wäre ja doof, wenn ich jetzt was anderes mache. Aber gut. Kommt so oder so alles der Reihe nach dran, von daher Wurst. So, ich habe da heute mal was vorbereitet. Um was geht es? Es geht um Türen, es geht um Luftschleusen und um Rampen. Ja. Und zwar nutzen wir, mal kurz, zack, einmal diesen wunderschönen VCZ Modblocks Mod. Doppelt Komma bitte. Der sehr reichhaltig in seiner Auswahl ist. Mit den ganzen Sachen, die es so an Türen gibt, an Luftschleusen, Rampen, Passagen, sprich Durchgängen. Und ich würde einfach mal sagen, gucken wir uns das Ganze mal an. Natürlich besteht auch hier wieder die Möglichkeit, sich das entweder einzeln in die Leiste zu ziehen oder das Ganze über die jeweiligen, wie nennt man sie? Es fällt mir nicht ein. Auf jeden Fall die, wo dann mehrere zusammengefasst in einem sind, dass sich das mit dem Mausrad durchscrollen lässt, was man denn bauen will. Von den Materialien, die man braucht, ist das eigentlich auch sehr human gehalten. Eigentlich alles Sachen, die man so sehr schnell zusammen hat. Gut, dann würde ich mal sagen, fangen wir mal an. Natürlich habe ich die Türen offen. Kommt super, wenn man was erklären will. Vorführeffekt. Gut, und zwar haben wir dann einmal die normalen, ich blende mal kurz das HUD ein. Einmal die normalen Türen, die mittig des Blocks dann angeordnet werden. Das Ganze gibt es dann auch in einer Offset-Variante, da kommen wir dann gleich zu. Haben wir dann einmal die normale Tür mit Sichtschutz quasi. Dann einmal das Ganze als Glastür. So, wenn dahinter jetzt wer stehen würde, können wir uns zuwinken. Juhu. Und natürlich gibt es das auch noch wunderbar als Tür, die gleichzeitig eine Rampe ist. Ich finde das phänomenal. Flupp. Achso, was ich auch phänomenal finde. Moment. Mal kurz ein bisschen heller machen. Sonst sieht man ja nichts. So, wie man sieht, schließen die wunderbar mit der Kante ab. Gehen hier zwar durch die oberste Kante des Blocks, aber ich finde, das ist jetzt nicht großartig schlimm. Und man hat einen normalen Laufweg, wenn man da jetzt die zum Beispiel als Ausstieg außer Base oder wo auch immer nutzt aus dem Raumschiff, wenn man keine Luftschleuse hat, sondern ein normales Raumschiff. Oder beziehungsweise, nein, ich muss das anders sagen. Wenn man jetzt ein Raumschiff baut, nein, Raumschiff ist dann in dem Fall auch wieder das falsche Wort. Wenn man ein Schiff baut für Atmosphärenflüge, wo Sauerstoff vorhanden ist oder so, reicht dann halt so eine Tür dazu.
Und man braucht keine Luftschleuse, weil Sauerstoff ist ja da. Die ganzen Türen schließen natürlich auch luftdicht ab. Wie soll es anders sein? Das Ganze gibt es dann auch noch mit einer langen Rampe, wenn man den Ausstieg ein bisschen höher hat. Oder aber auch mit einer extra langen Rampe, die dann auch nochmal so quasi einen Block länger ist. So, gehen wir hin. Da gehen wir hin. Kommen wir mal zu der Offset-Variante. Habe ich einfach mal hier hinten, zack, an Durchgänge angeflanscht. Aha. Von der anderen Seite auch. Okay. Grafikfehler? Man weiß. Auch da haben wir dann wieder die normale Tür. Die Glastür. Warum steht es bei mir jetzt gerade? Ach, ich mag das. Da macht wohl wieder irgendwas ein Update. Ja, einmal die normale Tür und einmal die Glastür. Und bei der Offset-Variante im Gegensatz zur normalen Variante, wenn wir uns das nochmal hier kurz angucken. Zack. Sitzt ja die normale Variante mittig und die Offset lässt sich ja wunderbar an jede beliebige Ecke eines Blocks dann postieren. Platzieren, nicht postieren. Ach ja. So. Auch dort gibt es wieder die Rampentüren, die ich diesmal auch von außen angeflanscht habe, weil würde ich die auf den Block stellen, dann würden sie quasi hier hinten stehen. Ich demonstriere das mal kurz. Packen wir einfach mal so einen Block hier hin. Und wenn man dann die Rampe aufmacht, passiert dann dieses lustige Schauspiel. Von daher eignet sich das wirklich nur fürs Anflanschen. So als Ausstieg vom Schiff oder aus der Base, je nachdem. Und auch da haben wir wieder einmal die normale Rampe. Die lange Rampe. Und die extra lange Rampe. So. Was hier jetzt ein wenig doof ist bei den angeflanschten, wenn man das als Ausgang nutzen will, dann hat man das Problem, dass das ein bisschen übersteht, weil es angeflanscht. Das heißt, wenn man versucht jetzt da ganz normal drauf zu laufen, klappt nicht. Muss man springen. Von daher eignen sich dann die anderen für sowas dann besser. Außer natürlich, man baut dann eine Rampe als Ausstieg, die dann auch zum Boden geht. Da gibt es absolut keine Probleme. Deswegen, ich mag die Mod. Ist, glaube ich, was Türen und so betrifft, ist das, glaube ich, eine meiner liebsten Mods. So, das Ganze haben wir dann auch noch als Durchgang. Eignet sich wunderbar, wenn man auch einen Passagen-Mod benutzt, den wir auch haben, aber der kommt dann in einem im nächsten Video von mir. Nicht von Ralf, sondern von mir. Also im übernächsten Video. Haben wir auch einmal wieder die normalen Türen mit Sichtschutz, die dann direkt in so einem Durchgang sind. Das Ganze ist dann ein Block. Das Ganze als Glastür. Juhu. Und dann einmal mit einer normalen Rampe. Mit einer langen Rampe. Okay.
Und wahrscheinlich passiert mir das hier auch. Natürlich, die extra lange Rampe. Ha. Ich glaube, es war spät. Und XL. Und warum auch immer ich da jetzt eine andere Farbe habe. Das ist ja strange. Ja, einfärben lässt sich das natürlich auch alles wunderbar. So, das ist richtig. Flupp. Das ist ja spannend. Das ist ja mal beim Färben eine sehr witzige Animation. Habe ich auch noch nicht gesehen. Aber so funktioniert alles einwandfrei. Nur beim Färben wohl nicht. Ja. Öfter mal was Neues. So, das war das. Ach ja. Und dann haben wir ja noch Luftschleusen. Das mal wieder weg. Und zwar einmal eine ganz normale, schön mit Glastüren. Kann man dann wunderbar reingehen. Ist ein Block groß. Dazu. Dann geht es da auf. Juhu. Und man ist draußen. Und es wird nicht so viel Luft verbraucht. Was der Vorteil einer Luftschleuse halt ist. Und das Ganze gibt es dann auch nochmal mit einer Rampe. Das heißt, Rampe auf, geht die Glastür zu, die Rampe fährt aus und ist eine lange Rampe. So, ich gehe spazieren. Nein, ich gehe nicht spazieren. Ja. Das war der VCZ Modblocks Mod. Ich feiere den voll. Beschreibung? Quatsch, nein, nicht Beschreibung. Beschreibung ist das ja. Der Link zum Mod natürlich in der Videobeschreibung. Und wir haben noch einen. Den hatten wir, glaube ich, als erstes benutzt, bevor wir den gefunden hatten. Den nutzen wir natürlich auch immer noch. Weil auch da gibt es ein paar schöne Sachen. Ich demonstriere das mal. Und zwar einmal das. Nee, nicht das Inventar. Und zwar haben wir da eine Sliding Door, die natürlich auch luftdicht abschließt. Die haben wir damals quasi aneinander gebaut. Zack. Und die als Luftschleuse verwendet. Und das Ganze halt mit einem Sensor, damit das automatisch passiert. Funktioniert auch wunderbar. Ist aber doch etwas aufwendiger als so ein einzelner Block. Beziehungsweise auch dort gibt es natürlich einzelne Blocks, die eine Luftschleuse sind. Aber da kommen wir gleich zu. Erstmal gibt es auch hier eine normale Tür. Sieht sehr solide aus. Ist mittig angeordnet. Auch wunderbar für den Raumschiffbau geeignet. Weil... Wo sind wir denn? Wir sind bei Space Engineers. Mann, was baut man? Raumschiffe unter anderem. Hey! Nein, also auch vom optischen her sehr ansprechend, finde ich. Als nächstes... Achso, was ich mache? Ne, ich lasse es stehen. Der hat doof, wenn die weg ist. Zack.
haben wir eine normale Luftschleuse mit geradem Durchgang. Auf. Hier ist auch das Entec-Logo drauf. Ja, Knöpfe drücken kann er. Achso, nein, Moment. Ach, da muss ich mich drehen. Weil, wenn wir jetzt mal zumachen, als ich das erste Mal gesehen habe, habe ich mich echt weggeschmissen. Steht da, mach das Licht an. Good AI is watching you. In dem Fall nicht Big Brother is watching you, sondern Good AI. Finde ich echt. Was wäre jetzt der richtige Terminus? Finde ich echt witzig, wie viel Liebe zum Detail manche Leute da so reinstecken. Und feiere ich halt. So. Genug davon. Einen haben wir noch. Und zwar gibt es das auch nochmal. Als Eckstück. Machen wir mal auf. Gehen wir mal rein. Wir sehen schon. Zack. Kommen wir seitlich raus. Wunderbar für jede Art von Bauvorhaben. Und auch optisch halt, hatte ich glaube ich gesagt, sehr ansprechend. Sieht sehr spacig aus. Und erfüllt halt auch seinen Sinn und Zweck. Ja, das war die falsche Taste. Wo ist er denn? Da ist er. Das war dann der Entec-Mod mit den rotierenden Luftschleusen, die man dann auch wahlweise entweder einzeln, was man braucht, in die Leiste zieht oder halt einmal den kompletten Block und dann mit dem Mausrad durchscrollt. Das bleibt ja dann jedem selbst überlassen. Ja. Das war's, ich glaube, in dem Fall dann von mir. Hoffe, ihr hattet Spaß. Und von daher würde ich sagen, das nächste Video kommt dann wieder vom Ralf. Was der macht, verrate ich jetzt nicht. Da bin ich Arsch. Und von daher würde ich einfach mal sagen, tschüssing, bis zum nächsten Mal. Wenn es jetzt mit dem Winken auch noch klappt. Mensch, ins Kind das. Ich lerne nie. Und tschüss.